Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eines der Probleme, die alle BMWs früher oder später haben, und zwar, dass das Steuergerät für die Beleuchtung kaputt geht. Wenn das passiert ist, spielt das keine Rolle, ob das ein 1er BMW ist, 3er, 5er, 7er, X5. Alle Fahrzeuge haben früher oder später das Problem. Denn diese Steuergeräte haben einen eingebauten Softwarefehler, der wird irgendwann sichtbar. Bei einigen Fahrzeugen ist das so, wenn die Batterie resettet wird oder eine Diagnose gemacht wird, danach funktionieren zum Beispiel die Blinker nicht mehr, die Fensterheber und viele andere Komponenten. Das ist zum Beispiel eine mögliches Symptom, wie man merkt, dass das Steuergerät defekt ist. Es gibt auch zum Beispiel andere Symptome, dass zum Beispiel eine Lampe nicht mehr funktioniert, auch wenn man die ausgetauscht hat, oder bestimmte Komponenten des Fahrzeugs. Die Lösung dafür ist, dass BMW dieses Steuergerät halt austauscht. Je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt, liegt das Steuergerät inklusive Einbau, Kodierung um die 800 €. Aber nicht der hohe Preis ist das große Problem. Das große Problem des Ganzen ist einfach, dass BMW das gesamte Fahrzeug updaten muss. Denn das neue Steuergerät hat einen neuen Softwarestand und das Fahrzeug muss entsprechend auf den neuen Softwarestand geupdatet werden. Hört sich an sich nicht schlimm an. Ist es leider, weil so ein Fahrzeug hat 10 bis 20 Steuergeräte und diese Steuergeräte sind meistens 10 Jahre alt und auch die Speicher dieser Steuergeräte. Solange man diese Steuergeräte nicht anfasst, funktionieren die. Aber sobald man ein Update machen möchte, muss man den Speicher löschen und neu beschreiben. Und sicherlich kennen das einige von euch von den Haus-Laptops oder Rechnern, dass einige Bauteile der Festplatte oder einige Sektoren nicht mehr funktionieren nach Jahren. Genau das gleiche Problem haben wir hier auch mit den Steuergeräten. Und dann ist es einfach so, dass BMW bei einem Update der Steuergeräte die Steuergeräte kaputt gehen. Und BMW haftet leider nicht für die Steuergeräte, sondern ihr haftet die. Wenn ihr so ein Problem habt mit dem Steuergerät, können wir euch helfen. Schickt uns das Steuergerät zu. Es befindet sich im Fahrerfußraum, das heißt hier bei der A-Säule. Ihr müsst nur die Abdeckung unter dem Fahrerfußraum abschrauben, sind 3 Schrauben, und dann haben wir hier das Steuergerät. Das sitzt so im Fahrzeug. Ihr habt hier 1, 2, 3 Stecker und 2 Muttern. Wenn das Steuergerät ausgebaut wird, dann ist das Thema erledigt. Ihr schickt uns das einfach zu und wir werden das Problem lösen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das Steuergerät hardwaremäßig kaputt ist. Das heißt, da ist Wasser reingelaufen oder das Fahrzeug wurde überbrückt. Da können wir ebenfalls helfen. Wir können euch ein anderes Steuergerät besorgen. Denn problematisch ist das halt bei neuen Steuergeräten, dass viele Steuergeräte in der heutigen Zeit einfach nicht lieferbar sind. Weil die Hersteller können nicht für alle Modelle, alle Baujahre Steuergeräte auf Lager haben. Deswegen können wir euch in jedem Fall helfen. Wenn es ein Problem mit der Software ist, dann schickt uns das Steuergerät zu. Wenn es ein Problem mit der Hardware ist, dann können wir euch ein passendes Steuergerät finden, es programmieren und dann bekommt ihr das zugeschickt und alles funktioniert. Man muss nichts updaten, keine Steuergeräte, und man hat auch gar kein Risiko. Wenn ihr an sowas Interesse habt oder Freunde, die BMW fahren, teilt gerne das Video. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auf dem Laufenden seid, was so alles gibt bei den Fahrzeugen, und lasst gerne auch ein Like dafür das Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.